Lassen Sie uns über Syrien, über Ihren Bezug zum Land, zu diesem Land sprechen. Welchen Bezug haben Sie zu Syrien aktuell? Ja, erstmal schönen guten Morgen. Meine Eltern sind beide aus Syrien, 86 sind beide eingewandert aus Syrien in die DDR und haben sich nach der Wiedervereinigung hier entschieden, hier zu bleiben. Und insofern ist meine Verbindung nach wie vor sehr eng nach Syrien, denn der Großteil meiner Familie lebt noch da. Und hatte man über die Jahre, über die Jahrzehnte da auch Kontakt? Ich kann mir vorstellen, gesehen haben Sie die, wenn überhaupt, nur auf Fotos, oder? Ich habe viele Jahre lang meine Sommerferien als Schulkind in Syrien verbringen dürfen, habe dieses Land kennen und lieben gelernt. Das letzte Mal war ich da 2009. Ich wollte tatsächlich kurz nach Beginn, im Mai 2011, kurz nach Beginn des Bürgerkrieges, nochmal meine Familie sehen. Das hat dann leider nicht mehr geklappt. Also ist es schon wirklich eine Weile her, dass ich Syrien gesehen habe. Wie verfolgen Sie aktuell diese kolossalen Verwerfungen? In Ihrem Heimatland ist es nicht, aber in dem Land, zu dem Sie zumindest Wurzeln haben? Also sowohl meine Eltern, mein großer Bruder als auch ich haben die letzten Wochen, ich glaube, wie viele von uns, täglich alle Nachrichten rund um Syrien konsumiert und haben mit Spannung verfolgt, was im Heimatland meiner Eltern passiert. Und natürlich auch war uns wichtig, ja, einfach Informationen von unserer Familie zu haben, ob es denn auch allen gut geht. Und soweit scheint es auch allen gut zu gehen, Gott sei Dank. Wenn Sie jetzt schauen, nicht mal 2, 3 Tage nach dem Sturz, welche Diskussionen da geführt werden, ausgehend von der deutschen Diskussion über jetzt Italien, Österreich, wie man schnellstmöglich die Syrer wieder nach Hause bringt. Wie geht's Ihnen da? Das halte ich ehrlicherweise für ziemlich unklug, denn wir wissen ja noch überhaupt nicht, was in Syrien passieren wird. Also das sind immer noch islamistische Gruppen, die da auch unterwegs sind in dem Land. Und jetzt davon auszugehen, dass 2 Tage nach Sturz des Assad-Regimes Ruhe einkehrt und eine Demokratie sich etabliert und dann alle Syrer auf einmal wieder zurückgehen können ohne Probleme, ich glaube, das ist relativ kurzsichtig und das sollte jetzt auch gerade zu diesem Zeitpunkt nicht unser Anspruch sein, wenn Sie mich fragen. Was halten Sie eigentlich von der Go-Home-Prämie von Jens Spahn? 1.000 € bar Cash auf die Hand, wenn die Syrer Deutschland verlassen. Auch davon halte ich nicht besonders viel. Ich glaube, es wird eine ganze Reihe an Menschen geben, die sagen, ich möchte jetzt zurück nach Syrien, ich möchte beim Aufbau helfen. Aber der Großteil, davon gehe ich aus, glaube ich nicht, dass sie jetzt sofort Deutschland wieder verlassen wollen oder die anderen europäischen Staaten, in denen sie untergekommen sind. Denn sie haben sich ja auch hier mühselig eine neue Existenz aufgebaut, sind teilweise ihr halbes Leben schon hier, wenn sie 2015 gekommen sind, machen hier eine Ausbildung, haben einen Job. Ich weiß nicht, ob 1.000 € Startprämie jetzt dabei helfen, Menschen wieder zurückzulocken in ihre Heimat. Frau Lassow, was macht das aber mit Menschen? Vielleicht haben Sie ja in den letzten 2, 3 Tagen schon so erste Erfahrungen machen können, wenn die letztendlich aus einer Diktatur aus einer Diktatur geflüchtet sind, weil sie Angst um ihr Leben hatten, diese Diskussion mitbekommen und jetzt gar nicht so genau wissen, wie es weitergeht. Da werden die Asylverfahren erst mal ausgesetzt. Das ist per se nichts Schlimmes. Aber wenn man dann die Diskussion verfolgt, ja, eigentlich wären wir schon froh, lieber heute als morgen. Wie groß ist die Verunsicherung? Die ist auf jeden Fall da. Also in den letzten Tagen ist das Wort endlich sehr, sehr häufig gefallen. Das bedeutet aber nicht, dass alle sofort wieder das Bedürfnis verspüren, jetzt in ein Land zurückzugehen, das so ja nicht mehr existiert, wie sie es kennen. Also es gibt ja gar keine Infrastruktur. In welche Schulen sollen denn die Menschen ihre Kinder schicken? In welche Wohnungen sollen sie denn zurückkehren? Es gibt ja keine funktionierende Infrastruktur, in die sie zurückkehren können. Und insofern haben die Leute schon große Bedenken und große Angst davor, dass sie jetzt, ich sag mal, rausgeschmissen werden aus diesem Land, in dem sie vor vielen Jahren Zuflucht gefunden haben. Das würde ja auch wieder bedeuten, dass sie sich innerhalb kürzester Zeit schon wieder ein komplett neues Leben aufbauen müssen. Ich glaube, viele sind bereit dazu, das zu tun. Ich glaube allerdings, der Großteil ist glücklich, hier sein zu dürfen und möchte auch gerne hier bleiben. Frau Lasse, Sie haben es nicht erlebt, Ihre Eltern auch nicht, vielleicht Ihre Verwandten, wenn Sie Glück hatten, auch nicht. Aber es war eine Diktatur, es war eine knallharte Diktatur mit Folter, mit Mord, mit all den Dingen, die man sich kaum vorstellen kann. Wie geht man damit um? Wie verarbeitet man das? Und vor allem, wie geht man damit um, die das Assad-Regime gestützt haben?
Also ich glaube, wie gesagt, das Wort endlich ist sehr, sehr häufig gefallen in den letzten Tagen. Ich glaube, dass ein Moment der Erleichterung da ist. Das habe ich auch bei meinen Eltern wahrgenommen. Die sind ja auch unter dem Assad-Regime sozialisiert, sage ich mal, haben ihre Kindheit und Jugend, im jungen Erwachsenenalter haben sie das Land verlassen, sind aber eben in einem Syrien sozialisiert, wo Hafez al-Assad fest im Sattel gesessen hat. Und ich glaube, dass es jetzt auch eine ganze Weile braucht, diese über 50 Jahre Diktatur aufzuarbeiten und auch Traumata hinter sich zu lassen. Ich hoffe, dass auch gerade in meiner Familie jetzt sich ein Netz entwickeln kann, wo man sich gegenseitig auffängt und vielleicht auch die Verletzungen und ja, die Spaltungen der letzten Jahre überwinden kann. Das ist meine inständige Hoffnung für die Syrerinnen und Syrer. Ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Dankeschön. Danke Ihnen.